Ladies and gentlemen, thank you for allowing us to speak here today. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich ganz doll, dass Sie uns erlauben, heute vor Ihnen zu sprechen. Today is a day for celebration. Heute ist ein Tag, der gefeiert werden soll, As ethecon marks its 5th anniversary. weil es ist der 5. Jahrestag von ethecon. We are also here to honor a remarkable man Und wir wollen noch einen ganz besonderen Menschen Ehre erweisen, whose tireless efforts to bring peace to the Israeli and the Palestinian people should be an example for each and every one of us. der sein ganzes Leben investiert hat, um Frieden nach Palästina zu bringen. Und das sollte ein großartiges Beispiel an uns alle sein. It is encouraging to see organizations and individuals such as these working together to make our world a safer, more beautiful place. Es ist total ermutigend zu sehen, dass diese Organisation und viele andere Menschen daran arbeiten, diesen Planeten einen besseren Platz zu machen. You know, Edmund Burke once said that for evil to prevail, all it takes is for good men to do nothing. Edmund Burke sagte einmal, damit das Böse die Oberhand gewinnt, brauchen gute Menschen nichts anderes als nichts tun. Those words were true when he said it, and they still hold true even today. Und diese Worte waren wahr, als er sie sagte, und sie sind das auch noch heute. As the world plunges headfirst into more chaos and destruction, it is more important than ever for us to challenge the falsely held belief that might makes right. Da sich die führende Nation der Welt kopfüber in einen Sumpf von Chaos und Zerstörung stürzt, ist es für uns umso wichtiger, als jemals zuvor aufzustehen und die falsche Annahme anzugreifen, dass die Macht es schon richtig macht. Ever since those horrific attacks on September 11th, the United States has waged a war not only on the vaguely characterized enemy known as Al-Qaeda, but humanity as a whole. Seit den schrecklichen Angriffen vom 11. September führt die USA nicht nur einen Krieg gegen einen vage beschriebenen Feind namens Al-Qaida, sondern gegen die Menschlichkeit an sich. This decade has brought about humanitarian disasters in countries such as Iraq, Afghanistan, Pakistan, Lebanon, Syria, Sudan, and many others. Dieses Jahrzehnt hat eine humanitäre Katastrophe über Länder wie Irak, Afghanistan, Pakistan, Libanon, Syrien und Sudan gebracht. Millions of lives have been lost on both sides, with the numbers of casualties growing each day. Millionen haben auf beiden Seiten ihr Leben verloren, mit steigenden Zahlen von Opfern an jedem Tag. Thousands have been tortured, kidnapped, raped, and imprisoned, all in the name of democracy. Tausende wurden gefoltert, gekidnappt, vergewaltigt oder inhaftiert, alle im Namen der Demokratie. We cannot allow this to continue under any circumstances. Wir können dies auf keinen Fall so weiterlaufen lassen. As a deserter from the U.S. Army, I can tell you firsthand that we have been used and manipulated so that human suffering can be exploited for corporate profit. Als Deserteur der US-Armee kann ich euch als erstes sagen, dass wir benutzt und manipuliert wurden, so dass das menschliche Leid für den Profit ausgebeutet werden konnte. I am not proud of what I've done in my service in the military. Ich bin nicht stolz darauf, was ich während meines Militärdienstes tat. The Apache helicopters that I helped to maintain has and is playing an instrumental role in destroying the lives of innocent people. Die Apache-Helikopter, die ich kampffähig hielt, tragen nach wie vor entscheidend dazu bei, dass Leben unschuldiger Menschen zerstört wird. We were told time and again that our job was to capture the evil men of the world who wished to do us harm. Uns wurde immer wieder erzählt, dass es unsere Aufgabe war, die bösen Männer der Welt zu fangen, die uns Schaden zufügen wollen. We actually thought that we were the guardians of freedom. Wir dachten wirklich, dass wir die Wächter des Friedens seien. Just try to imagine my surprise, shock, and rage when I found out that the very enemy that we were supposed to eliminate turned out to be us. Versuch einmal, meine Überraschung nachzuvollziehen, meinen Schock, meine Wut, als ich herausfand, das Böse ist nicht der Feind, den wir beseitigen sollen, sondern wir selbst. How can I tell my future children that the reasons that these lands were destroyed are because of men like me, who mindlessly followed orders for the good of the nation? Wie kann ich meinen künftigen Kindern erzählen, dass Männer wie ich verantwortlich für die Zerstörung dieser Länder sind?
Once I made that discovery and saw how like-minded individuals such as Augustine Aguayo and Lieutenant Watada were being treated by the hands of the military for their similar stance, I decided that I could no longer be a part of this system anymore. Als ich das entdeckte und sah, wie Gleichgesinnte wie Augustin Aguayo und Leutnant Watada vom Militär behandelt wurden, weil sie ähnlich über die Angriffe dachten und es laut sagten, entschied ich, dass ich nicht mehr länger Teil dieses Systems sein kann. So 2 years ago, So 2 years ago, I decided to say goodbye to the military and quite possibly my country. Also sagte ich vor 2 Jahren Tschüss zum Militär und sehr wahrscheinlich auch zu meinem Land. Let me first note that while on the surface that it seems that I am railing against the men and women of the U.S. Armed Forces, I must say that the opposite is true. Lasst mich Folgendes anmerken. Auch wenn es so aussieht, als ob ich über die Männer und Frauen der US-Armee schimpfe, muss ich sagen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Mein Kampf richtet sich nicht gegen das Militär... Achso. It's okay. Sorry. It's schon gut, Schatz. This fight is not about the U.S. military. Rather, this is a fight against their leadership and the seat of power in Washington itself. Mein Kampf richtet sich nicht gegen das Militär der USA. Vielmehr ist es ein Kampf gegen die Führung und die Regierung in Washington. My time in the military has reinforced a set of values that have spurred me to make this decision. Meine Zeit im Militär hat eine Reihe von Werten bei mir gestärkt, die mich zu dieser Entscheidung brachten. I was taught again and again by my superiors that we must stand up for what is right, no matter what the circumstances. Mir wurde wieder und wieder von meinen Vorgesetzten beigebracht, dass ich für das stehen soll, was richtig ist, wie auch die Umstände sein mögen. The men and women of the armed forces are good people who do a great job in doing what is necessary to defend the nation. Die Männer und Frauen der Armee sind gute Leute, die einen großartigen Job leisten, der zur Verteidigung des Landes notwendig ist. The problem is that like me, they have been deceived by the powers that be. Das Problem ist für sie das gleiche wie für mich, sie wurden von den Mächtigen getäuscht. This fight is not only about me, but for all people who put on the uniform. Das ist kein Kampf nur für mich, sondern für alle Menschen, die eine Uniform tragen. We are supposed to be an organization that is the front line of defense for all people, no matter where you come from. Wir haben angenommen, Teil einer Organisation zu sein, die an einer Front zur Verteidigung aller steht, wo auch immer wir herkommen. I am not the only one from that organization that shares these views. Ich bin nicht der Einzige aus dem Militär, der diese Ansicht teilt. The problem is that many service members must make a decision based on the consequences of their actions. Das Problem ist, dass viele Soldaten eine Entscheidung treffen müssen, die sich aus den Konsequenzen ihrer Handlungen ergibt. Many of them have families to take care of, which makes open resistance difficult. Viele müssen Familien versorgen. Das macht es für sie sehr schwer, Widerstand zu leisten. My heart goes out to each and every one of them, and I want to send them this message. Never give up hope. Mein Herz ist bei allen von ihnen und ich möchte ihnen sagen, gebt niemals auf. The tens of thousands of people who have openly resisted our government's imperialistic actions will go a long way to stopping what we consider treason against our way of life. Zehntausende, die offen den imperialistischen Aktionen unserer Regierung entgegentraten, werden einen langen Atem haben, um den Verrat an unserer Lebensweise zu beenden. For 19 months, I stayed on the ground while trying to find a way to have a normal life. 19 Monate lebte ich abgetaucht und suchte ein normales Leben zu führen. I can tell you, it was not very easy, but I did have a lot of assistance from like-minded German citizens, whom I will forever be grateful. Ich kann euch erzählen, dass das nicht einfach war, aber ich bekam viel Unterstützung von wohlgesinnten Deutschen, denen ich für immer dankbar sein werde. At the same time, I kept a close eye on the developments of the war, as well as seeing what was happening inside of the United States. Zur selben Zeit hatte ich ein waches Auge, wie sich der Krieg entwickelte und auch was in den USA passierte. What I learned was even more disturbing. Was ich erfuhr, war noch beunruhigender. Not only was Washington unleashing hell on earth on unsuspecting peoples of the world, it had simply stopped bowing to the will of the people. Washington löste nicht nur die Hölle auf Erden für unverdächtige Menschen auf der Welt aus, die Regierung diente einfach nicht mehr dem Willen des Volkes.